In ArcGIS Pro gibt es ziemlich viele Arten, wie man Sachen abspeichert. Das kann am Anfang ein bisschen verwirrend sein, weil das in den meisten anderen Programmen nicht so ist. Ich erkläre dir die wichtigsten Speicherfunktionen und zeige dir, wie du deine Daten und Projekte richtig abspeicherst, damit nichts verloren geht. Warum gibt es in ArcGIS Pro überhaupt so viele unterschiedliche Arten, wie man etwas abspeichern kann? Das kommt hauptsächlich davon, dass GIS-Projekte immer ein Zusammenspiel von sehr vielen verschiedenen Dateien sind. Falls du das noch nicht wusstest, empfehle ich dir unsere Videos über Projekterstellung und Geodaten. Du findest sie, genau wie dieses Video, in unserer Playlist Einführung in ArcGIS Pro. Die wahrscheinlich wichtigste Speicherfunktion ist das Speichern des Projekts. Wenn du ein neues ArcGIS Pro-Projekt beginnen möchtest, wähle am besten immer eine Vorlage aus. So legst du immer gleich einen Projektnamen und einen Speicherort fest. Wenn du ein Projekt ohne Vorlage beginnst, dann kann das nachträgliche Abspeichern etwas kompliziert sein. Das solltest du eigentlich nur machen, wenn du dich schon ziemlich gut mit ArcGIS Pro auskennst. Nehmen wir an, du hast ein Projekt mit einer Vorlage begonnen. Immer wenn du Änderungen an deinem Projekt sichern möchtest, kannst du hier auf dieses Speichersymbol klicken. Solche Änderungen sind zum Beispiel, wenn du Layer zu einer Karte hinzufügst oder entfernst, wenn du eine neue Karte oder ein Layout in deinem Projekt erstellst oder wenn du etwas an der Symbolisierung von Layern veränderst. Aber Vorsicht, nicht alles, was du in ArcGIS Pro machst, kann mit diesem Speicherbutton gesichert werden. Du weißt ja vielleicht noch, dass GIS-Projekte immer aus vielen Dateien bestehen. Dieser Speicherbutton bezieht sich nur auf die Änderungen, die die Projektdatei betreffen. Wenn du zum Beispiel Änderungen an Geodaten sichern möchtest, gibt es dafür einen eigenen Speicherbutton. Den zeige ich dir nachher noch im Video. Es gibt, wie in anderen Programmen auch, die Funktion Speichern unter. Das benutzt man ja typischerweise, wenn man eine Datei nicht überschreiben möchte, sondern wenn man eine zusätzliche Kopie von der Datei mit dem aktuellen Stand abspeichern will. Diese Funktion bezieht sich, wie beim normalen Speichern in ArcGIS Pro auch, nur auf die Projektdatei. Wenn du Projektspeichern unter benutzt, dann machst du also eine Kopie nur von der Projektdatei, nicht vom kompletten Projekt. Wenn du die Datei in einen anderen Ordner als deinen Projektordner speicherst, dann fehlen fast immer wichtige Dateien, auf die die Projektdatei zugreifen will. Das Projekt funktioniert dann nicht mehr richtig. Eine einzelne und isolierte Projektdatei ist meistens auch gar nicht das, was man eigentlich haben möchte. Wenn du noch nicht so viel mit ArcGIS Pro gearbeitet hast und wenn du dir auch nicht ganz sicher bist, was genau bei Projektspeichern unter passiert, dann benutze die Funktion einfach gar nicht. Man braucht sie normalerweise auch nur extrem selten, wenn überhaupt. Wenn du dein gesamtes Projekt inklusive aller Dateien woanders hin kopieren möchtest, dann funktioniert das anders. Ich zeige später im Video noch, wie das genau geht. Schauen wir uns zuerst noch ein paar andere Speicherfunktionen an. Der Speicherbutton in der Registerkarte Bearbeiten ist zuständig für Änderungen an Geodaten. Wenn du die Geometrie von Features oder den Inhalt einer Attributtabelle geändert hast oder wenn du neue Features erstellst, dann benutzt du also diesen Speicherbutton. Wenn du solche Änderungen machst, werden diese erstmal noch nicht in die Datei gespeichert. Das ist ganz nützlich, wenn du einzelne Schritte deiner Änderungen wieder rückgängig machen möchtest oder wenn du sie doch nicht übernehmen willst. Stelle dir vor, dass du beim Zeichnen einen größeren Fehler gemacht hast. Vielleicht ist es dann einfacher, wenn du nochmal komplett neu anfängst. In dem Fall kannst du die Änderungen einfach verwerfen. Du kannst hier selbst entscheiden, ob du immer mal wieder Zwischenschritte abspeicherst oder ob du erst am Schluss alles speicherst. Aber Vorsicht, wenn du die Änderungen speicherst, dann kannst du sie nicht mehr rückgängig machen. Gewöhne dir am besten an, dass du deine Geodaten immer gleich abspeicherst, wenn du mit deinen Änderungen fertig bist. Wenn du ungespeicherte Änderungen im Projekt hast, kann es sein, dass manche Funktionen nicht zur Verfügung stehen oder dass du den Überblick über den Stand deiner Daten verlierst. Wenn du immer gleich abspeicherst, kann dir das nicht passieren. Wenn du aus Versehen das Speichern vergisst und dann ein Werkzeug aufrufst oder ArcGIS Pro beendest, dann wirst du normalerweise darauf hingewiesen, dass es noch ungespeicherte Änderungen gibt. Das Dialogfenster sagt dir auch, in welchem Layer die Änderungen gemacht wurden. Kümmere dich dann am besten zuerst um diese Änderungen. Entscheide dich, ob du sie speichern oder verwerfen möchtest. Gerade ging es um die Änderungen an der Geometrie von Features oder am Inhalt der Attributtabelle.
Wenn du etwas an den Feldern der Attributtabelle ändern möchtest, dann gibt es dafür einen eigenen Speicherbutton. Den findest du in der Registerkarte Felder. Felder kannst du nur anlegen oder löschen, wenn es gerade keine ungespeicherten Änderungen an der Geometrie oder am Inhalt der Attributtabelle gibt. Ansonsten gibt es auch hier einen Hinweis, dass es noch ungespeicherte Änderungen gibt. Der kommt aber erst, wenn du mit der Maus über das Symbol fährst. Du musst dann selbst den richtigen Speicherbutton im Menü finden. Jetzt hast du die wichtigsten Speicherfunktionen kennengelernt. Es gibt übrigens noch mehr Speicherbuttons, zum Beispiel wenn du Metadaten änderst, aber das sind jetzt erstmal die wichtigsten. Jetzt zeige ich dir noch, wie du ein komplettes ArcGIS Pro-Projekt verschieben oder kopieren kannst. Das kann zum Beispiel nützlich sein, wenn du ein lokal gespeichertes Projekt auf einen USB-Stick kopieren willst oder wenn du es an eine andere Person weitergeben möchtest. Dazu musst du zuerst ArcGIS Pro schließen. Das ist sehr wichtig. Ein geöffnetes Projekt sollte man nicht verschieben oder kopieren, weil im Projektordner bestimmte Dateien sind, die sich sozusagen merken, dass das Projekt gerade offen ist. Suche den Projektordner im Windows Explorer. Achte dabei darauf, dass du auch wirklich auf der richtigen Ebene bist und nicht etwa im Projektordner. Wenn du dir sicher bist, dass das Projekt nicht geöffnet ist, kannst du den Projektordner wie einen ganz normalen Ordner kopieren oder verschieben. Falls du dein Projekt zum Beispiel per E-Mail verschicken willst oder auf einer Datenaustauschplattform hochladen möchtest, kannst du es zippen. Den ZIP-Ordner kannst du dann einfach als Anhang verschicken oder als einzelne Datei hochladen. Das ist ein kleiner Umweg, den man aber gehen muss. E-Mails und Plattformen zum Austausch von Dateien können normalerweise nicht mit Ordnern umgehen. Der ZIP-Ordner wird als Datei behandelt. In einem ZIP-Ordner bleibt aber praktischerweise die Ordnerstruktur erhalten und die ist ja sehr wichtig bei GIS-Projekten. Man kann auch in ArcGIS Pro so etwas wie einen ZIP-Ordner vom Projekt machen. Das heißt dann Projektpaket. Der Nachteil davon ist aber, dass ArcGIS Pro nicht alle Dateien im Projektordner in das Paket packt. Der Vorteil ist, dass du solche Pakete auch auf ArcGIS Online freigeben kannst. Egal, ob du dein Projekt als ZIP-Ordner oder als Projektpaket verpackt hast, wenn du mit deinem Projekt wieder richtig arbeiten möchtest, musst du es davor wieder entpacken. Die beiden Formate sind nämlich unveränderlich. ZIP-Ordner und Projektpakete solltest du also nur benutzen, wenn du dein Projekt transportieren oder archivieren möchtest. Auf unserem Kanal findest du noch mehr GIS-Grundlagen-Tutorials und falls du dich für GIS und das Thema Nachhaltigkeit interessierst, wäre vielleicht einer unserer Studiengänge etwas für dich. Den Link zu unserer Hochschulwebsite findest du in der Videobeschreibung.